Hey Leute, ich bin der Jorma vom Kanal MajorTech und ich springe heute wieder für Christian ein, der sich gerade aus gesundheitlichen Gründen etwas schonen muss. Deshalb werdet ihr mich hier in den nächsten Wochen auch nochmal öfters sehen. Wenn ihr neugierig seid, was ich sonst so mache, schaut gerne auf meinem Kanal MajorTech vorbei. Der Link ist natürlich unten in der Beschreibung. Nochmal der Hinweis, natürlich sage ich in diesem Video auch wieder sein Skript, wie es auch sonst wäre. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt auch direkt los. Heute möchte ich mit euch nochmal über das Samsung Galaxy S24 Ultra sprechen, weil ich dank Samsung die Möglichkeit hatte, es über mehrere Monate ausführlich im Alltag zu testen und möchte euch auch die Frage beantworten, ob sich der Kauf jetzt noch lohnt, insbesondere da der potenzielle Nachfolger bereits in weniger als 2 Monaten vorgestellt werden könnte. Nachdem ich in meinem ersten Review von dem Smartphone nahezu in allen Belangen wirklich begeistert war, seid gespannt, was ich heute so zu sagen habe, bleibt gerne dran, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Alles, was die technischen Daten angeht, möchte ich bereits am Anfang des Videos in aller Kürze abhaken, da ich glaube, dass ihr in den letzten Monaten schon genug über das Samsung Flaggschiff gelesen oder auch gesehen habt. Das Smartphone, das besitzt eine Display-Diagonale von 6,8 Zoll und die Gehäuseabmessung von rund 162 x 79 x 8,6 mm. Damit ist es wirklich ein großer Brocken und auch das Gewicht von 232 Gramm macht es nicht gerade leicht. Es ist staub- und wasserfest, nämlich nach IP68 zertifiziert, verfügt über einen Titanrahmen und ein Display, das durch Corning Gorilla Glass Armor geschützt wird. Angetrieben wird es von dem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 3 von Galaxy. Hinzu kommen 12 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB interner Speicher. Das Gerät ist außerdem mit 4 Kameras ausgestattet, auf die ich später nochmal ausführlich eingehen werde. Einen digitalen Eingabestift, bei Samsung als S Pen bekannt, Stereo-Lautsprechern, drahtlosen Laden sowie kabelgebundenen Laden mit bis zu 45 Watt. Kurz gesagt, was dieses Gerät alles bietet, kann sprichwörtlich als die eierlegende Wollmilchsau betitelt werden, weil es einfach alles hat und auch alles kann. Ich würde sagen, wir kommen jetzt aber weiter zu der Verarbeitung und den Materialien. Bevor ich das Google Pixel 9 Pro vor rund 3 Monaten zu meinem Daily Driver gemacht habe, war das Samsung Galaxy S24 Ultra mein ständiger Begleiter. Ich kann durchaus mit Sicherheit sagen, dass ich es intensiv genutzt habe und euch einiges über potenzielle Abnutzungserscheinungen am Gehäuse oder Rahmen berichten kann. In den ersten Wochen habe ich das Gerät ohne Hülle verwendet, bin dann aber relativ schnell zu einem Schutz übergegangen. Der Grund dafür ist erstens, dass es sich nicht um mein eigenes Gerät handelt und zweitens, dass natürlich auch mein innerer Monk verrückt wird, wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat. Egal ob nach den ersten Wochen ohne Hülle oder während der weiteren Nutzung mit Hülle, weder am Rahmen noch am restlichen Gehäuse konnte ich Kratzer, Dellen oder sichtbare Veränderungen feststellen, selbst keine optischen. Wenn ich das Gerät aus der Hülle nehme, sieht es auch noch genauso aus wie am ersten Tag nach dem Unboxing. Das spricht definitiv für die hochwertigen Materialien, die Samsung hier verwendet hat. Das Display hingegen habe ich während des gesamten Testzeitraums nicht speziell geschützt, wodurch einige wenige Mikrokratzer vorhanden sind, aber auch nur bei direktem Licht oder genauerer Betrachtung sichtbar. Für einen längeren Nutzungszeitraum ist das völlig akzeptabel und meiner Meinung nach auch kein Grund zur Kritik. Wer dennoch das Display besser schützen möchte, dem empfehle ich, ein Panzerglas zu verwenden. Link findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Was die Haptik betrifft, fühlt sich das Galaxy S24 Ultra auch nach mehreren Monaten der Nutzung extrem hochwertig an. Die Tasten, die sich auf der rechten Seite befinden, sind fest und zeigen keinerlei Wackeln oder Knarzen. Ein Punkt, den man jedoch beachten sollte, ist die Größe des Gerätes. Mit diesen Abmessungen gehört es zu den größten Smartphones auf dem Markt und man benötigt einige Tage, wenn nicht sogar 2 bis 3 Wochen, um sich an die Handhabung zu gewöhnen. Aber auch hier, wie bei vielen Dingen, gewöhnt man sich daran mit der Zeit und es scheint fast normal zu sein. Den Bereich des Displays habe ich bereits kurz angesprochen, insbesondere die Mikrokratzer, die durch den fehlenden Schutz entstanden sind. Das AMOLED-Panel des Galaxy S24 Ultra bleibt jedoch eines der besten Displays, die ich je in diesem Jahr genutzt habe. Es bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit, eine super hohe Helligkeit und generell die Bilddarstellung, vor allem wenn es in den Multimedia-Bereich geht, ist absolut fantastisch. Auch Pixelfehler oder ähnliche Probleme konnte ich bei meinem Modell nicht feststellen. Auch wenn einige Nutzer in den letzten Monaten von sichtbaren Linien, insbesondere grünlichen, berichtet haben, konnte ich das Phänomen bei meinem Gerät nicht beobachten.
Nun noch ein kleiner Abstecher zur Performance des Galaxy S24 Ultra. Dank eines der stärksten Chips, die in diesem Jahr in Smartphones verbaut wurden, sowie 12 GB Arbeitsspeicher, konnte ich auch nach mehreren Monaten weder Verbesserungen durch Updates noch Verschlechterungen feststellen, zumindest ist das mein subjektiver Eindruck. Aber auch jetzt bewältigt das Gerät alltägliche, aber auch anspruchsvollere Aufgaben wie Gaming mühelos und selbst beim Multitasking läuft alles flüssig und ohne Verzögerungen. Was man früher oft bei Android-Smartphones beobachten konnte, nämlich dass die Leistung mit zunehmender Nutzung nachlässt, kann ich bei diesem Gerät nicht bestätigen. Was mir durch einige Updates allerdings aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die Akkulaufzeit des Galaxy S24 Ultra noch mal etwas besser geworden ist. Das könnte möglicherweise auch daran liegen, dass das System erkannt hat, mit welchen Anwendungen ich überwiegend arbeite und dementsprechend optimiert wurde. Bereits zum Zeitpunkt meines ersten Tests war es problemlos möglich, mit dem Gerät und dem verbauten 5000 mAh Akku gut 1,5 Tage auszukommen. Die Verluste über Nacht lagen bei maximal 5%. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich diese 1,5 Tage mit noch mehr Restkapazität erreiche als noch im Februar. Mein Eindruck ist, dass vor allem der Standby-Verbrauch effizienter geworden ist, was mit dem genannten Optimierung zusammenhängen könnte. Allerdings gibt es auch Berichte im Internet, die von einer drastischen Verschlechterung der Akkulaufzeit sprechen. Das kann ich aus meiner Erfahrung jedoch überhaupt nicht bestätigen. Bei meinem Gerät ist die Leistungsfähigkeit des Akkus nach wie vor hervorragend. Wenn Samsung für etwas bekannt ist, dann für die Qualität ihrer Kamera und das Galaxy S24 Ultra macht hier definitiv keine Ausnahme. Bereits in meinem ersten Testbericht vor einigen Monaten habe ich die Kamera in den höchsten Tönen gelobt und Spoiler, genauso bleibt es auch jetzt. In der Zwischenzeit gab es mehrere Software-Updates, die speziell auch den Kamerabereich mit abgedeckt haben. Diese sollen unter anderem den Weißabgleich, die Farbgenauigkeit und die Leistung bei schlechteren Lichtverhältnissen verbessern. Auch die Texterkennung im größeren Zoom-Bereichen wurde optimiert, was sich insbesondere bei Dokumenten oder vor allem weiter entfernten Objekten bemerkbar macht. Zur Erinnerung, das Galaxy S24 Ultra verfügt über eine 200 Megapixel Hauptkamera für den Weitwinkelbereich, eine 50 Megapixel Telekamera mit 5-fach optischen Zoom, ein weiteres Teleobjektiv mit 10 Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln. Auf der Vorderseite gibt es dann noch eine 12 Megapixel Selfie-Kamera. Die Hauptkamera liefert nach wie vor beeindruckende Ergebnisse, besonders bei Tageslicht. Bis zu einer 10-fachen Vergrößerung sind die Fotos gestochen scharf und selbst bei 30-fachem oder höheren Zoom sind die Ergebnisse bemerkenswert, womit es von den Smartphones, die hier in Deutschland zu kaufen sind, ein Alleinstellungsmerkmal besitzt. Denn weder ein iPhone oder auch ein Pixel kommen an diese Ergebnisse heran. Die Selfie-Kamera ist ebenfalls hervorragend, insbesondere im Porträtmodus, da sie eine gute Freistellung liefert und die Bilder mit natürlichen Farben überzeugen, wobei nach wie vor einige Bilder zu überschärft sind. Die Videokamera mit 4K bei 60 FPS bleibt ebenfalls herausragend und hat in meinem Vergleich mit dem iPhone 16 Pro in vielen Szenarien sogar besser abgeschnitten. Die Software ist aber auch ein weiterer Bereich, in der Samsung absolut punkten kann. Neben üblichen Funktionen, die man in dieser Preisklasse erwarten kann, legt das Galaxy S24 Ultra den Fokus auf KI-gestützte Features und wie seit einigen Jahren bekannt auf den S Pen, also den digitalen Eingabestift. Besonders die Bildverarbeitung hebt sich hier hervor. Funktionen wie das Entfernen von Objekten oder auch das Hinzufügen neuer Elemente durch KI sind beeindruckend und machen das S24 Ultra zu einem vielseitigen Werkzeug, das weit über die üblichen Smartphone-Funktionen hinausgeht. Auch hier wieder, fast ein Jahr nach der Vorstellung, bietet kein anderes Smartphone so ausführliche Funktionen. Auch praktische Tools wie Search to Circle oder die smarte Übersetzung sind erwähnenswert, da diese Funktionen den Alltag nicht nur einfacher machen, sondern auch zeigen, wo in den nächsten Jahren die Reise hingeht. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit angekommen. Nun abschließend natürlich die Frage, sollte man das Galaxy S24 Ultra kaufen? Vor allem jetzt noch. Wenn ich mich richtig erinnere, lag die unverbindliche Preisempfehlung von Samsung zum damaligen Zeitpunkt bei rund 1400 €. Mittlerweile ist das Gerät jedoch für etwa 900 € erhältlich, was es für mich zu einem der besten Angebote in der Premium-Klasse macht. Selbst wenn man das Gerät gebraucht kauft, kann man sich hier sicher sein, dass es in keinem Bereich nachgelassen hat. Das Galaxy S24 Ultra verfügt weiterhin über eine sehr
sehr gute, wenn nicht sogar leicht verbesserte Kamera, eine hervorragende Akkulaufzeit und eine unverändert starke Performance. Für diesen Preis erhält man ein Smartphone, das in nahezu allen Bereichen überzeugt. Einzig das wirklich große und schwere Gehäuse könnte für manche Nutzer ein Kritikpunkt sein. Habt ihr das Galaxy S24 Ultra möglicherweise schon oder überlegt ihr, es euch zu holen? Schreibt es gerne einfach mal unten in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind oder was euch besonders an diesem Gerät reizt. Und damit sind wir nun auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.